Heute bei LinkedIn News hat der englische Fußballverein Manchester United den Entwickler des bereits seit 16 Jahren erhältlichen PC-Spiels Football Manager verklagt. Manchester United wirft dabei dem Entwickler vor, die Namensrechte von Manchester United in dem Spiel seit 2004 ungefragt zu nutzen. Wie sich nun nach der ersten Gerichtsverhandlung herausstellte, geht es aber Manchester United noch nicht einmal um besagte Namensrechte, sondern nur darum, dass das virtuelle Manchester United in dem 16 Jahre alten Spiel besser ist als das reale Manchester United. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die LinkedIn News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Bugs Bunny Comics. Denn ich war in Wirklichkeit sowohl der Roadrunner als auch der Coyote. Nur nicht Pepe, das Stinktier, das war Philipp Amthors Rolle. Auch im echten Leben. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Computerstunde aus dem DDR-Fernsehen auch noch heute quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen LinkedIn News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder bei dir zu Hause, wo gerade hinter dir ein Wolf darauf achtet, dass du hier einen netten Kommentar hinterlässt. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sondervogelfutter-Korrespondent Spazi Seeadler die neuesten Vogelfutter-Trends. Immer wieder schön zu sehen, dass sich die 15 Jahre Studium an der Bibo Journalistenschule für Sing- und Nicht-Singvögel ausgezahlt haben. Zumindest für den Habicht, der leider gerade nicht im Bild zu sehen ist, aber dafür später. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Wie oft stand ich schon an der Tankstelle und wusste nicht mehr, welche Art von Benzin mein neues Auto benötigte. Und als erfolgreichster Anchorman Deutschlands mache ich immer das einzig Richtige. Ich frage jemanden, der sich auskennt, ob er mir ein neues Auto verkaufen kann. Vor einem ähnlichen Problem stand auch ein Pärchen in Berlin-Hellersdorf, das ein Auto gekauft hatte und nun erstmals tanken wollte. Da sie jedoch knapp bei Kasse waren, betankten sie ihren Benziner mit Diesel. Und als sie ihren Fehler bemerkten, versuchten sie diesen wieder aus dem Tank zu holen, indem sie mit einem Handstaubsauger und einem Schlauch den Diesel aus dem Tank saugten, was wider Erwarten sogar funktionierte. Nur leider kam es dabei auch zur Verpuffung des Diesels. Und als sie sich am Ende eine Zigarette ansteckten, fackelten nicht nur ihre Augenbrauen ab, sondern auch das komplette Auto. Zumindest ihr neuer Wagen ist ein E-Auto. Währenddessen in Bonn. Ich persönlich gebe ja für alles Bewertungen ab. Jeder Einkauf, jede Konversation und sogar diese News gebe ich am Ende Sterne bei Yelp. Heute bestenfalls 2 Sterne, aber nur wegen dem sexy Anchorman. Jedoch kam nun heraus, dass es bei einer Befragung der Deutschen Post zur Qualität der eigenen Mitarbeiter zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen war. Wie sich herausstellte, hatten mehrere Mitarbeiter einfach selber Dutzende Fragebögen ausgefüllt, um damit ihre eigenen Arbeitsleistungen besser zu bewerten. Aufgefallen war der Betrug nur, weil in der nun schon knapp 2000 Jahre dauernden Unternehmensgeschichte der Deutschen Post noch nie ein Mitarbeiter in den Bereichen Pünktlichkeit, Kundenzufriedenheit und nicht nach Schweiß riechend jemals mehr als durchschnittlich 3 Sterne bekommen hatte. Klar, Jesus war damals knapp dran gewesen an den 4 Sternen, aber er stank so nach Schweiß, dass selbst das Wasser sich geweigert hatte, ihn zu waschen, weswegen er nun über das Wasser laufen konnte. Derweil in Taipei. Vor ein paar Monaten hatte der 70-jährige Pokémon Go-Oper Chen Jianjuan, der auf 11 Smartphones gleichzeitig Pokémon laufen hatte, schon einen kurzen Auftritt hier bei den News, bei dem er noch einmal erklärte, dass er gar nicht freiwillig Pokémon spielte, sondern immer wieder aus Versehen die Pokémon-App auf seinem Smartphone geöffnet hatte, aber einfach nicht wusste, wie er das Spiel wieder schließen kann. Und deshalb kaufte er sich jedes Mal, wenn ihm das passierte, halt ein neues Smartphone. Aber mit der Zeit begann Chen Jianjuan
Gefallen zu finden an Pokémon und begann es auf sein Telefon zu spielen. Nur dann nicht mehr nur auf den 11 Geräten, sondern mittlerweile auf sage und schreibe 64 Geräten gleichzeitig, die er alle an seinem Fahrrad angebracht hat, das nun so aussieht. Und trotz der täglichen Jagd auf alle Pokémons Taiwans hat er noch nicht einmal einen Unfall mit diesem Fahrrad gebaut. Und das ist verdammt cool. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Novum Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Novum Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Für mich war es ja letztens ein Novum, dass ich um 16 Uhr an einem Mittwoch auf Berlin Stadtautobahn ohne einen Stau nach Hause fahren konnte. Normalerweise nutze ich im Stau immer die Rettungsgasse, denn die ist ja nur dafür da, um meinen frühen Feierabend zu retten. Und ein weiteres Novum erlebte ich zu Hause, als mir mein Hund Sisu die Hausschuhe brachte und diese noch nicht einmal so zerkaut waren wie sonst immer. Zudem hatte auch mein Nachbar Günther Jauch an dem Tag sein WLAN nicht verschlüsselt, weswegen ich alle Songs der Welt illegal über seinen Anschluss laden konnte. Und ich hoffe mal, das reicht jetzt endlich mal aus, um Günther Jauch hinter Schloss und Riegel zu bringen, damit ich endlich Wer wird Millionär moderieren kann und nicht wie jetzt nur die Off-Radio-Version bei Radio 1. Achso, und nicht zu vergessen, all das hat nur das Novum Magazin erst ermöglicht. Deshalb sei nicht gewarnt, Novum Magazin, die dunkelgrüne Lake, die Fake News Karte an dich und du sitzt demnächst bei mir bei Wer wird Millionär und wir teilen dann die Kohle fair auf. Das waren die Lake News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.